Anna hat ihre Wohnung geputzt. Heute ist Samstag und sie hat viel Zeit. Anna möchte ihre Wohnung sauber machen. Zuerst geht sie in die Küche. Sie wäscht das Geschirr ab. Anna stellt die Teller in den Schrank. Dann wischen sie die Küchenarbeitsplatte ab. Anna saugt den Boden in der Küche. Es sieht jetzt viel ordentlicher aus. Als nächstes geht sie ins Wohnzimmer. Anna räumt die Couch auf. Sie faltet die Kissen und Decken. Danach staubsaugt sie das Wohnzimmer. Der Teppich sieht jetzt viel besser aus. Anna geht ins Schlafzimmer. Sie macht das Bett. Anna legt frische Bettwäsche auf. Dann räumt sie den Schrank auf. Sie sortiert ihre Kleidung. Es dauert eine Weile, aber es macht Anna nichts aus. Nachdem der Schrank aufgeräumt ist, wischt Anna den Staub ab. Sie fühlt sich sehr zufrieden. Nun geht sie ins Bad. Anna putzt das Waschbecken. Sie wäscht die Toilette. Dann wischt sie den Boden. Es ist viel Arbeit, aber Anna weiß, dass es sich lohnt. Sie hängt die Handtücher auf. Das Bad sieht jetzt viel sauberer aus. Anna ist fast fertig mit dem Putzen. Sie geht zurück in die Küche und wischt den Tisch ab. Dann stellt sie den Müll raus. Anna öffnet die Fenster und lässt frische Luft in die Wohnung. Sie fühlt sich viel besser, wenn die Wohnung sauber ist. Jetzt hat sie eine Tasse Kaffee gemacht. Anna setzt sich auf die Couch und trinkt ihren Kaffee. Sie ist froh, dass sie mit dem Putzen fertig ist. Anna fühlt sich jetzt entspannt. Am Sonntag möchte sie etwas unternehmen. Aber jetzt genießt sie einfach die Sauberkeit. Es ist so schön, in einer sauberen Wohnung zu sein. Anna hat ihre Freunde zum Abendessen eingeladen. Sie möchte ein schönes Essen für sie zubereiten. Anna geht in den Supermarkt, um Lebensmittel zu kaufen. Sie kauft Gemüse, Fleisch und Brot. Zurück zu Hause beginnt Anna, das Essen zu kochen. Sie schneidet die Karotten und die Zwiebeln. Anna brät das Fleisch in der Pfanne. Während das Essen kocht, stellt sie den Tisch. Anna deckt mit schönen Tellern und Gläsern. Es riecht sehr gut in der Wohnung. Die Gäste kommen bald. Anna ist gespannt auf den Abend.
Sie öffnet die Tür, als es klingelt. Ihre Freunde kommen herein. Alle begrüßen sich herzlich. Sie setzen sich am Tisch. Anna serviert das Essen. Es schmeckt allen sehr gut. Die Freunde erzählen sich viele Geschichten. Sie lachen viel zusammen. Anna ist froh, dass sie diesen Abend geplant hat. Nach dem Essen trinken sie Kaffee. Anna zeigt ihren Freunden ihre Wohnung. Sie ist stolz auf ihre saubere Wohnung. Die Freunde finden die Wohnung sehr schön. Der Abend ist sehr angenehm. Am Ende des Abends verabschieden sich die Freunde. Anna räumt die Küche auf. Sie wäscht das Geschirr ab. Anna stellt die Tassen und Teller in den Schrank. Sie putzt noch einmal den Tisch. Anna ist müde, aber glücklich. Sie geht ins Bad und wäscht sich das Gesicht. Dann zieht sie sich bequeme Kleidung an. Anna geht ins Schlafzimmer und legt sich ins Bett. Sie schließt die Augen und denkt an den schönen Abend. Anna schläft schnell ein. Am nächsten Morgen wacht sie früh auf. Sie fühlt sich erfrischt und ausgeruht. Anna steht auf und geht in die Küche. Sie macht sich ein Frühstück. Anna isst Toast mit Marmelade und trinkt Tee. Während sie frühstückt, hört sie Musik. Sie denkt an die vielen schönen Momente des letzten Abends. Anna freut sich auf den nächsten Tag. Es gibt immer etwas zu tun, aber sie weiß, dass sie es genießen kann. Anna ist froh, dass sie ihre Wohnung immer sauber hält. Es fühlt sich einfach besser an. Sie weiß, dass es wichtig ist, einen sauberen und ordentlichen Raum zu haben. Anna hat eine Liste mit Aufgaben gemacht. Sie möchte jeden Tag ein bisschen putzen. Heute wird sie das Badezimmer nochmal gründlich reinigen. Anna nimmt sich jeden Samstag Zeit, um die Wohnung zu putzen. Sie fühlt sich dadurch sehr wohl in ihrer Wohnung. Heute wird sie den Staub auf den Regalen wischen. Anna kümmert sich gerne um ihre Wohnung. Sie ist stolz auf ihre saubere Wohnung. Es gibt noch viel zu tun, aber sie ist geduldig. Anna weiß, dass sie es langsam angehen kann. Sie räumt auch das Wohnzimmer auf. Anna nimmt die Zeitschriften vom Tisch. Sie stellt sie ins Regal. Danach staubsaugt sie den Teppich. Der Raum sieht jetzt viel besser aus.
Anna geht ins Schlafzimmer und macht das Bett. Sie zieht die Bettdecke glatt. Dann räumt sie den Schrank auf. Anna faltet ihre Kleidung. Sie sortiert sie nach Farben. Der Schrank sieht jetzt viel ordentlicher aus. Anna wäscht die Fenster. Sie möchte, dass alles glänzt. Es ist ein bisschen anstrengend, aber sie liebt es. Als sie fertig ist, fühlt sie sich sehr zufrieden. Sie setzt sich auf das Sofa und schaut aus dem Fenster. Der Tag ist sonnig und schön. Anna genießt den Moment der Ruhe. Sie hat heute viel erledigt. Am Abend macht sie sich ein leichtes Abendessen. Anna kocht Reis mit Gemüse. Es ist ein einfaches, aber leckeres Gericht. Sie isst und schaut dabei eine Serie. Nach dem Abendessen räumt sie die Küche auf. Anna spült das Geschirr und stellt es zum Trocknen. Sie wischt den Tisch ab und kehrt den Boden. Anna fühlt sich müde, aber glücklich. Sie geht ins Bad, um sich für die Nacht fertig zu machen. Anna putzt ihre Zähne und zieht ihren Pyjama an. Bevor sie ins Bett geht, liest sie ein Buch. Sie liest über neue Ideen für die Wohnung. Anna hat viele Ideen für die Dekoration. Sie möchte die Wände in der Wohnung neu streichen. Vielleicht wird sie nächsten Monat damit anfangen. Anna plant auch, neue Möbel zu kaufen. Sie möchte das Wohnzimmer gemütlicher machen. Nach dem Lesen stellt sie das Buch beiseite. Anna schaltet das Licht aus und legt sich ins Bett. Sie denkt an all die schönen Dinge, die sie heute gemacht hat. Anna schließt die Augen und schläft schnell ein. Am nächsten Morgen wacht Anna früh auf. Es ist ein neuer Tag und sie hat viele Pläne. Sie steht auf, zieht sich an und geht in die Küche. Anna macht sich einen frischen Kaffee. Sie genießt den Kaffee und denkt über den Tag nach. Heute wird sie mit dem Malen der Wände beginnen. Anna freut sich auf das neue Projekt. Sie fühlt sich inspiriert und bereit für Veränderungen. Aber zuerst muss sie die Wohnung aufräumen. Anna ist froh, dass sie die Wohnung immer sauber und ordentlich hält.